Lektion 1 Übungsroutine. Hallo, wie läuft dein Trainingsprogramm in letzter Zeit? Es läuft gut. Ich habe versucht, konsequent zu bleiben. Das freut mich zu hören. Auf welche Workouts konzentrierst du dich? Ich habe Cardio mit Krafttraining kombiniert. Gute Balance. Es ist wichtig, für Abwechslung zu sorgen. Ruf. Es motiviert und engagiert mich. Hast du ein Lieblingstraining? Ich mache Yoga wirklich gern. Es hilft mir, flexibler zu werden und zu entspannen. Das klingt wunderbar. Ich sollte es irgendwann einmal ausprobieren. Lektion 2 Empfehlung mal Muyer. Oh, ich habe Gutes über Mui gehört. Ja, es ist ein großartiger Laden für minimalistisches Design. Was empfehlen Sie mir, dort nachzuschauen? Ich liebe ihre Schreibwaren und Aufbewahrungslösungen. Das klingt nützlich. Ich könnte etwas Ordnung in meinem Leben gebrauchen. Auf jeden Fall. Ihre Produkte sind praktisch und stilvoll. Ich werde sicher bald vorbeischauen. Sie werden es nicht bereuen. Es ist für jeden etwas dabei. Ich freue mich darauf, Ihre Sammlung zu erkunden. Lektion 3: Die richtige Größe finden. Mir ist aufgefallen, dass diese Hose an der Taille etwas eng ist. Haben Sie darüber nachgedacht, zu fragen, ob es sie auch in größeren Größen gibt? Ich denke, das sollte ich. Ich möchte mich wohlfühlen, wenn ich sie trage. Das ist eine gute Idee. Die Passform ist bei Kleidung so wichtig. Genau. Ich werde mich bei einem Mitarbeiter erkundigen. Sie sollten Ihnen dabei helfen können, die richtige Passform zu finden. Ich freue mich über Ihren Vorschlag. Komfort ist der Schlüssel. Auf jeden Fall. Lass mich wissen, wie es läuft. Werde ich. Danke für die Unterstützung. Lektion 4 Frühstücksplänen. Das ist hilfreich. Haben Sie etwas zum Frühstück erwähnt? Ja, Sie sagten, das Frühstück wird täglich von 7 bis 10 Uhr serviert. Das klingt praktisch. Glaubst du, wir werden Zeit haben, es zu genießen? Das hoffe ich. Ich liebe es, meinen Tag mit einem guten Essen zu beginnen. Mir geht es genauso. Hast du die Frühstückskarte gesehen? Ich habe einen Blick darauf geworfen. Es gibt verschiedene Optionen. Perfekt. Ein herzhaftes Frühstück gibt uns Energie für den Tag. Sylov, ich kann es kaum erwarten, Ihre Pfannkuchen zu probieren. Klingt lecker. Lasst uns früh aufstehen. Lektion 5 Ganzkörpertraining. Wow, das klingt nach einem Ganzkörpertraining. Ja, das ist es wirklich. Ist es aber für Anfänger geeignet? Ich glaube schon. Sie bieten Modifikationen für verschiedene Fitnesslevel an. Das ist beruhigend. Ich möchte mich selbst herausfordern, aber nicht übertreiben. Genau. Es ist wichtig, am Anfang eine Balance zu finden. Ich würde es gerne ausprobieren. Glaubst du, es wird intensiv? Das kann sein, aber der Kursleiter wird uns durch den Vorgang führen.
Das beruhigt mich. Ich freue mich darauf, an dem Kurs teilzunehmen. Ich auch. Lass uns gemeinsam anmelden. Lektion 6: Ausreichend Zeit. Ich rechne mit 2 Wochen Projektzeit. Reicht das? Ja, das sollte für das, was wir erreichen müssen, ausreichen. Großartig. Sind Sie zuversichtlich, dass wir unsere Ziele erreichen können? Absolut. Mit einem soliden Plan können wir es schaffen. Das freut mich zu hören. Was sollten Ihrer Meinung nach unsere ersten Schritte sein? Wir sollten unsere Aufgaben skizzieren und Fristen festlegen. Das klingt clever. Ich werde dafür sorgen, dass alles gut organisiert bleibt. Perfekt. Lasst uns während des gesamten Prozesses gegenseitig motivieren. Ich freue mich darauf. Lektion 7: Reiseplanung. Hi, hast du schon angefangen, unsere nächste Reise zu planen? Ja, ich habe mich um die Buchung von Flügen und Unterkünften gekümmert. Das ist großartig. Wohin wollen wir gehen? Ich ziehe ein paar verschiedene Reiseziele in Betracht, werde die Auswahl aber eingrenzen. Ich bin gespannt, was Sie finden. Haben Sie ein Budget im Sinn? Ja, ich möchte es im Rahmen halten und trotzdem Spaß haben. Klug gedacht. Lassen Sie uns die Optionen vergleichen, sobald Sie sie bereit haben. Auf jeden Fall. Ich möchte, dass wir das bestmögliche Erlebnis haben. Einverstanden. Ich freue mich so sehr auf dieses Abenteuer. Lektion 8: Drinnen bleiben. Na gut, dann bleiben wir doch lieber drinnen, wenn das Wetter nicht so toll ist. Einverstanden. Ich muss ein Buch lesen, das ich schon lange anfangen wollte. Das klingt nach einer perfekten Art, den Tag zu verbringen. Das stimmt wirklich. Hast du schon Pläne? Vielleicht hole ich einige Sendungen nach, die ich kürzlich verpasst habe. Das klingt gut. Es ist immer gut, sich zu entspannen und abzuschalten. Absolut. Außerdem ist es gemütlich, auch bei schlechtem Wetter drinnen zu bleiben. Ja, lasst uns das Beste aus unserer gemeinsamen Zeit drinnen machen. Ich freue mich darauf. Lektion 9: Unterschiede verstehen. Ein Junge ist das Gegenteil eines Mädchens, oder? Ja, und manchmal denken die Leute an die gegenteiligen Dinge als andere. Das stimmt. Es ist interessant, wie unterschiedlich die Perspektiven sein können. Das ist es wirklich. Es ist wichtig, diese Unterschiede zu verstehen. Genau. Es hilft uns, besser miteinander zu kommunizieren. Ich denke, dass eine offene Diskussion dieser Themen sehr aufschlussreich sein kann. Absolut. Es ist wichtig, unterschiedliche Standpunkte zu respektieren. Ja, die Vielfalt der Gedanken bereichert unsere Gespräche. Ich lerne gerne aus den Erfahrungen und Meinungen anderer. Lektion 10: Sommerreisepläne. Haben Sie für diesen Sommer Reisepläne gemacht? Ja, ich plane, eine Woche lang Paris zu besuchen. Das klingt fantastisch. Paris ist so eine wunderschöne Stadt. Ich kann es kaum erwarten, den Eiffelturm zu sehen und die Museen zu erkunden.
Das sind Attraktionen, die man gesehen haben muss. Haben Sie eine Checkliste mit den Dingen, die Sie tun möchten? Ich arbeite an einem. Ich möchte sicherstellen, dass ich nichts verpasse. Das ist eine tolle Idee. Melde dich, wenn du Vorschläge brauchst. Das werde ich. Ich würde mich über eure Vorschläge zu den besten Orten freuen, die man besuchen sollte. Ich freue mich für dich. Es wird eine unvergessliche Reise. Lektion 11: Produktplatzierung. Ja, es hat mich während des Films wirklich gefesselt. Ist Ihnen die Produktplatzierung im gesamten Film aufgefallen? Das habe ich. Es fühlte sich manchmal etwas offensichtlich an, aber auch clever. Ja, es ist interessant, wie Marken in Storytelling eingebunden werden. Wenn es gut gemacht ist, kann es das Erlebnis verbessern, meinen Sie nicht? Absolut. Dadurch wirkt die Umgebung realistischer. Ich stimme zu. Aber manchmal kann es ablenkend wirken, wenn man es übertreibt. Statt- Es geht darum, die richtige Balance zu finden. Ich frage mich, wie viel Sie für diese Bekanntheit bezahlen. Lektion 12: Mit Freunden in Kontakt treten. Ich habe Freunde in der Nähe, mit denen ich gerne Zeit verbringe. Und wie sieht es bei Ihnen aus? Geht es Ihnen genauso? Ja, das tue ich. Es ist schön, Unterstützung zu haben. Mir geht es genauso. Manchmal ist es allerdings schwer, Pläne zu machen. Das kann sein. Das Leben ist hektisch, aber es ist wichtig, in Verbindung zu bleiben. Ja, selbst ein einfaches Treffen mit einem Kaffee kann viel bedeuten. Auf jeden Fall. Lass uns bald ein Treffen mit unseren Freunden planen. Das klingt nach einer wunderbaren Idee. Ich helfe bei der Organisation. Super. Ich freue mich darauf. Lektion 13: Outdoor-Vergnügen. Das klingt nach einer tollen Möglichkeit, die Natur zu genießen. Wohin geht Ihr Abenteuer? Ich denke daran, dieses Wochenende in den nahegelegenen Bergen zu wandern. Das klingt spannend. Ich liebe es, von der Natur umgeben zu sein. Ich auch. Es ist so erfrischend, der Stadt für eine Weile zu entfliehen. Haben Sie einen Lieblingsweg im Sinn? Ja, es gibt einen wunderschönen Weg, der zu einem atemberaubenden Wasserfall führt. Wuff, das würde ich gerne sehen. Kann ich mitkommen? Natürlich. Je mehr, desto besser. Lektion 14: Kleidung anprobieren. Das klingt spannend. Hast du schon angefangen, nach Outfits zu suchen? Ja, ich habe vor, den Tag damit zu verbringen, verschiedene Stile auszuprobieren. Das ist eine tolle Idee. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Ich möchte für die Veranstaltung etwas Bequemes, aber auch Stilvolles. Klingt nach der perfekten Kombination. Haben Sie eine bestimmte Farbe im Sinn? Ich denke darüber nach, etwas Helles zu nehmen, um aufzufallen. Das wird garantiert jedermanns Aufmerksamkeit erregen. Das hoffe ich. Ich liebe es, mich durch Mode auszudrücken. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was Sie aussuchen. Lektion 15: Einzigartiges Ökosystem.
Ich habe über die einzigartigen Ökosysteme auf der ganzen Welt gelesen. Dem kann ich nur zustimmen. Es lohnt sich auf jeden Fall, sie zu erkunden. Die Artenvielfalt hat etwas Faszinierendes, nicht wahr? Besuch. Es ist erstaunlich, wie harmonisch verschiedene Arten koexistieren. Ich habe davon geträumt, einige dieser Orte zu besuchen. Doch, stell dir vor, du erlebst die Natur in ihrer reinsten Form. Es wäre unglaublich. Welche Ökosysteme stehen auf Ihrer Liste? Ich würde gerne den Amazonas-Regenwald und das Great Barrier Reef sehen. Das sind fantastische Möglichkeiten. Lass uns eines Tages eine Reise planen. Lektion 16. Markttrends. Wie sieht der Markt derzeit aus? Gibt es Trends, die man im Auge behalten sollte? Der E-Com-Marke boomt derzeit, insbesondere in Asien. Das ist interessant. Ich habe gehört, dass Online-Shopping immer beliebter wird. Ja, die Leute schätzen den Komfort, den es bietet. Gibt es bestimmte Produkte, die im Online-Verkauf im Trend liegen? Ganz oben auf der Liste scheinen Elektronik und Modeartikel zu stehen. Das macht Sinn. Glauben Sie, dass sich dieser Trend fortsetzen wird? Auf jeden Fall. Mit dem technologischen Fortschritt werden immer mehr Menschen online einkaufen. Ich denke, Unternehmen müssen sich anpassen, um mit den Vorlieben der Verbraucher Schritt zu halten. Lektion 17. Hilfe mit Japanisch. Haben Sie von Steves Reise nach Japan gehört? Ja, ich bin froh, dass er jemanden gefunden hat, der ihm mit seinem Japanisch hilft. Es dauerte nicht lange, bis er sich in seiner neuen Umgebung wohler fühlte. Das ist großartig. Die Sprache ist ein so wichtiger Teil der Eingewöhnung. Genau. Es hilft ihm, Kontakte zu Einheimischen zu knüpfen und die Kultur zu verstehen. Ich finde es inspirierend, wie er diese Erfahrung annimmt. Auf jeden Fall. Das Erlernen einer neuen Sprache öffnet viele Türen. Ich bewundere seine Entschlossenheit, sich anzupassen und zu lernen. Ich auch. Es erfordert Mut, aus seiner Komfortzone herauszutreten. Lektion 18. Wochenendpläne. Keine Sorge, Sie haben noch Zeit, sich auf das Wochenende vorzubereiten. Das hoffe ich. Ich kann es kaum erwarten, bis das Wochenende endlich entspannt ist. Es hört sich an, als hätten Sie ein paar lustige Pläne. Ja, ich möchte wandern gehen und vielleicht ein Picknick machen. Das klingt wunderbar. Draußen zu sein ist erfrischend. Absolut. Es ist die perfekte Möglichkeit, nach einer anstrengenden Woche neue Energie zu tanken. Ich freue mich darauf, dabei zu sein. So packen wir unbedingt ein paar leckere Snacks ein. Ich bringe meine Lieblingsanwickes mit. Lektion 19. Ernährungsumstellung. Ich sollte das neue Rezept ausprobieren, das Sie erwähnt haben. Wie sieht es mit Ihrer Ernährung aus? Gab es in letzter Zeit Veränderungen? Ja, ich habe mich darauf konzentriert, mehr Gemüse und Vollkornprodukte zu essen. Das ist eine kluge Entscheidung. Es ist großartig für die allgemeine Gesundheit. Seit ich diese Anpassungen vorgenommen habe, fühle ich mich energiegeladener. Das ist fantastisch. Hast du schon Lieblingsgerichte gefunden?
Ich liebe es, Pfannengerichte mit viel buntem Gemüse zu zubereiten. Wäre Das klingt lecker und nahrhaft. Ich werde einige Rezepte mit Ihnen teilen. Ich glaube, sie würden Ihnen gefallen. Lektion 20: Öffnungszeiten des Business Centers. Das ist sehr praktisch. Wann öffnet das Business Center? Es öffnet um 8 Uhr morgens, was perfekt für Frühaufsteher wie uns ist. Super. Ich werde es unbedingt für meine Arbeit brauchen. Dir ist es genauso. Es ist wichtig, Zugriff auf diese Ressourcen zu haben. Ich stimme zu. Es macht Geschäftsreisen so viel einfacher. Planen Sie dort bestimmte Dienste zu nutzen. Ich muss wahrscheinlich einige Dokumente ausdrucken und meine E-Mails abrufen. Perfekt. Diese Einrichtungen tragen wirklich zur Produktivität bei. Ich bin froh, dass uns diese Option zur Verfügung steht. Lektion 21: Konflikte reduzieren. Um Konflikte zu vermeiden, handeln Menschen oft rücksichtsvoll. Das stimmt. Es ist eine Möglichkeit, Verständnis und Harmonie zu fördern. Manchmal können wir verstehen, woher diese Gefühle kommen. Ja, Empathie spielt bei der Lösung von Problemen eine große Rolle. Es ist wichtig, effektiv zuzuhören und zu kommunizieren. Ja, ein offener Dialog kann zu besseren Beziehungen führen. Ich glaube, dass es in jeder Situation hilft, Freundlichkeit zu fördern. Auf jeden Fall. Lasst uns das in unserem täglichen Leben praktizieren. Dem kann ich nur zustimmen. Lektion 22: Historische Prozesse. Bei der Feuerprobe beispielsweise wurde ein Angeklagter gezwungen, ein glühendes Stück Eisen zu tragen. Das ist eine schockierende Prozessmethode. Sie ist ziemlich brutal. Das war's wirklich. Solche Praktiken sollten Unschuld oder Schuld beweisen. Es ist faszinierend, wie unterschiedliche Kulturen ihre eigenen Formen der Rechtsprechung hatten. Genau. Viele dieser Methoden erscheinen nach heutigen Maßstäben hart. Es ist wichtig, aus der Geschichte zu lernen, um Fehler nicht zu wiederholen. Absolut. Das Verständnis der Vergangenheit hilft uns, eine bessere Zukunft zu gestalten. Ich würde gerne mehr historische Praktiken dieser Art erkunden. Ich auch. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich Gesellschaften entwickelt haben. Lektion 23: Naturerlebnis. Es war ein wunderschöner Anblick, als die Vögel aufeinander zuflogen. Es war irgendwie unheimlich, das zu beobachten, weil ich Angst hatte, sie könnten kollidieren. Ich weiß, was du meinst. Die Natur kann sowohl faszinierend als auch intensiv sein. Ja, die Art und Weise, wie sie durch die Luft navigieren, ist beeindruckend. Es ist erstaunlich, wie sie kommunizieren und ihre Bewegungen koordinieren. Ja, es zeigt wirklich die Schönheit tierischer Instinkte. Ich könnte ihnen stundenlang zusehen. Ja, lass uns bald einen Ort finden, an dem wir mehr Wildtiere beobachten können. Das klingt nach einem perfekten Plan. Lektion 24: Das Taschengeheimnis. Wissen Sie, ich kann mir einfach nicht helfen und stelle mir vor, wie lustig es gewesen wäre, wenn heute jemand ein Foto von mir mit dieser Tüte vor dem Gesicht gemacht hätte. Oh, ich kann es mir perfekt vorstellen.
Du hättest völlig lächerlich ausgesehen, aber natürlich auf eine komische Art und Weise. Genau. Ich meine, wer läuft denn so rum? Es war einfach nur ein Moment purer Ungeschicklichkeit meinerseits. Aber es sind Momente wie diese, aus denen die besten Geschichten entstehen. Können Sie sich vorstellen, wie viele Lacher uns dieses Foto bescheren würde? Oder wir könnten es mit Freunden teilen und gemeinsam lachen. Es sind immer die unerwarteten Momente, die tolle Erinnerungen schaffen. Auf jeden Fall. Und es bringt mich zum Nachdenken darüber, wie wir uns manchmal selbst zu ernst nehmen. Absolut. Ein bisschen Humor trägt viel dazu bei, den Tag aufzuhellen. Apropos Tag verschönern, was haben Sie in letzter Zeit sonst noch so gemacht? Ich versuche einfach, diese Momente zu genießen, egal ob sie albern oder ernst sind. Das Leben ist zu kurz, um sich darum zu sorgen, immer perfekt auszusehen. Lektion 25: Probleme in der Fertigung. Haben Sie bemerkt, welchen tatsächlichen Einfluss die virtuelle Welt auf unsere Fertigungsindustrie hat? Ja, es ist alarmierend zu sehen, wie viele Arbeitsplätze durch Automatisierung und Outsourcing verschwunden sind. Es ist, als würde man eine Katastrophe in Zeitlupe zu sehen, nicht wahr? Ganze Gemeinden sind von diesem Wandel betroffen. Ja, ich habe das Gefühl, dass die Zerstörung nicht nur Arbeitsplätze betrifft, sie betrifft Familien und die gesamte Wirtschaft. Und das Beunruhigende ist, dass viele Menschen diese Änderungen erst bemerken, wenn es zu spät ist. Stimmt, und ich frage mich, was getan werden kann, um denjenigen zu helfen, die in diesen Branchen zu kämpfen haben. Wir müssen uns für bessere Ausbildungsprogramme einsetzen, damit die Menschen bei veränderten Rahmenbedingungen in neue Jobs wechseln können. Das ist eine großartige Idee. Investitionen in Bildung und Kompetenzen sind für eine widerstandsfähigere Belegschaft unerlässlich. Auf jeden Fall. Für die Zukunft unserer Wirtschaft ist es von entscheidender Bedeutung, sich an diese technologischen Fortschritte anzupassen. Lektion 26: Ereignisreiche Erlebnisse. Mir macht diese Veranstaltung wirklich Spaß. Die Atmosphäre ist elektrisierend, finden Sie nicht? Das ist es wirklich. Ich liebe es, neue Leute kennenzulernen und Erfahrungen auszutauschen. Haben Sie schon einmal an solchen Veranstaltungen teilgenommen? Nicht ganz so wie dieses. Die Energie hier ist anders. Es fühlt sich intimer und einnehmender an. Der stimme zu. Die Gespräche haben etwas, das einen einfach mitreißt. Auf jeden Fall. Ich möchte in Zukunft noch mehr solcher Veranstaltungen besuchen. Ja, und die Möglichkeit, von anderen zu lernen, ist von unschätzbarem Wert. Was fandest du bisher am interessantesten? Ich glaube, dass die Vielfalt der ausgetauschten Ideen das Ganze so fesselnd macht. Du, es ist erstaunlich, wie unterschiedliche Perspektiven neue Gedanken und Kreativität anregen können. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was sich im Laufe der Nacht noch alles ergibt. Lektion 27: Barrieren beim Sprachenlernen. Ich habe in letzter Zeit viel über meinen Weg zum Sprachenlernen nachgedacht. Das ist interessant. Auf welche Hindernisse sind Sie auf Ihrem Weg gestoßen? Nun, ich habe Apps zum Sprachenlernen verwendet und einfache Konversationen geübt, aber manchmal komme ich nicht weiter. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Es kann frustrierend sein, wenn die Fortschritte langsam erscheinen. Genau. Es gibt Tage, an denen ich mich frage, ob ich wirklich Fortschritte mache oder mich nur im Kreis drehe. Aber jede Übung zählt, oder? Selbst die kleinen Gespräche helfen.
Stimmt. Ich muss mich nur immer wieder daran erinnern, dass Beständigkeit beim Sprachenlernen der Schlüssel ist. Auf jeden Fall. Und vergessen Sie nicht, Ihre Erfolge zu feiern, egal wie klein sie erscheinen. Das ist ein guter Punkt. Ich werde versuchen, mich mehr auf meine Fortschritte als auf meine Rückschläge zu konzentrieren. Lektion 28. Entspannung beim Kochen. Wissen Sie, Kochen ist zu einer meiner liebsten Möglichkeiten geworden, nach einem langen Tag zu entspannen. Jeffe, ich finde es auch entspannend. Gemüse schneiden und Soßen umrühren hat etwas Therapeutisches. Genau, so kann ich vom Alltagsstress abschalten und mich ganz auf das Essen konzentrieren. Was kochen Sie am liebsten? Ich liebe es, mit neuen Rezepten zu experimentieren. Es fühlt sich wie ein kleines Abenteuer in der Küche an. Das klingt spannend. Normalerweise esse ich lieber Hausmannskost, aber ich bin offen für Neues. Probieren Sie es unbedingt aus. Es kann so lohnend sein, etwas Leckeres zu kreieren. Ich stimme zu. Vielleicht könnten wir irgendwann mal eine Kochabend machen. Das wäre fantastisch. Wir könnten unsere Lieblingsrezepte austauschen und voneinander lernen. Lektion 29. Der zappelige Fremde. Mir ist vorhin jemand aufgefallen, der einen dunklen Kapuzenpullover trug und ständig mit seiner Tasche herumspielte. Das klingt faszinierend. Es ist schon komisch, wie viel uns die Körpersprache über eine Person verraten kann. Stimmt's? Ich habe mich gefragt, was Ihnen in diesem Moment durch den Kopf ging. Ja, Zappeln kann je nach Situation ein Zeichen von Nervosität oder Aufregung sein. Ich denke, es kommt ganz auf den Kontext an. Manchmal sind die Leute einfach in ihren Gedanken verloren. Deshalb ist es faszinierend, diese kleinen Details in unserem Alltag zu beobachten. Und es erinnert uns daran, uns stärker darauf zu konzentrieren, wie wir uns ausdrücken, auch unbewusst. Ja, und es fördert die Empathie gegenüber anderen und das Verständnis, dass sie möglicherweise gerade etwas durchmachen. Auf jeden Fall. Ein wenig Freundlichkeit kann viel dazu beitragen, dass sich jemand wohler fühlt. Lektion 30. Dinge zurücklegen. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich mein Leben besser organisieren kann, insbesondere zu Hause. Das ist eine tolle Idee. Ein tägliches System, um Dinge wieder an ihren Platz zu legen, könnte sehr hilfreich sein. Ja, es klingt einfach, kann aber wirklich einen großen Unterschied bei der Reduzierung von Unordnung machen. Auf jeden Fall. Außerdem spart es Zeit, wenn alles seinen festen Platz hat. Genau. Ich verschwende oft Zeit mit der Suche nach Dingen, die ich verlegt habe. Hier ist es genauso. Ein wenig Routine kann unsere täglichen Aufgaben wirklich vereinfachen. Ich bin gespannt, es auszuprobieren und zu sehen, wie es meinen Alltag verändert. Tja, es geht doch darum, Gewohnheiten zu schaffen, die bleiben oder Auf jeden Fall. Lasst uns gegenseitig für unsere Organisationsziele verantwortlich machen.